US-Präsident Donald Trump hat Iran nach dem schrittweisen Ausbau der US-Militärpräsenz im Persischen Golf davor gewarnt, dass die Zeit für Verhandlungen über ein Abkommen zum iranischen Atomprogramm ablaufe. Trump erklärte, eine große Armada bewege sich mit großer Stärke, Begeisterung und Zielstrebigkeit schnell auf Iran zu. Damit bezog er sich auf eine umfangreiche US-Marineflotte. Irans Außenminister Abbas Araghchi erklärte daraufhin, die iranischen Streitkräfte seien bereit, auf jede Aggression zu Land oder zu Wasser mit dem Finger am Abzug unmittelbar und mit voller Stärke zu reagieren. Iran betont, sein Atomprogramm sei vollständig friedlich und weist die wiederholten Vorwürfe der USA und ihrer Verbündeten zurück, das Land strebe nach der Entwicklung von Atomwaffen. Trumps jüngste Warnung folgte auf sein Versprechen, Washington werde jenen helfen, die von den gewaltsam niedergeschlagenen Protesten im Land betroffen seien. Die Demonstrationen hatten nach einem starken Wertverfall der iranischen Währung begonnen und sich rasch zu einer Krise entwickelt, die die Legitimität der religiösen Führung des Landes infrage stellte. Hilfe ist unterwegs, sagte Trump zunächst, änderte später jedoch seinen Ton und erklärte, ihm sei aus verlässlicher Quelle mitgeteilt worden, dass die Hinrichtungen von Demonstrierenden gestoppt worden seien. Die in den USA ansässige Menschenrechtsorganisation Human Rights Activists News Agency, HRANA, erklärte, sie habe seit Beginn der Unruhen Ende Dezember mehr als 6.301 Todesopfer bestätigt, darunter 5.925 Demonstrierende. HRANA teilte zudem mit, man untersuche trotz einer seit fast 3 Wochen andauernden Internetabschaltung weitere 17.000 gemeldete Todesfälle. Die in Norwegen ansässige Organisation Iran Human Rights, IHR, warnte, die endgültige Zahl der Todesopfer könne 25.000 übersteigen. Trumps jüngste Äußerungen zu Iran konzentrierten sich vor allem auf das Atomprogramm des Landes. In einem Beitrag auf Truth Social schrieb Trump, hoffentlich wird Iran schnell an den Tisch kommen und ein faires und ausgewogenes Abkommen aushandeln, keine Atomwaffen. Trump sagte, die Marinepräsenz im Golf sei größer als jene Streitmacht, die er vor dem Vorgehen der USA gegen Venezuelas früheren Präsidenten Nicolás Maduro entsandt habe. Diese Streitmacht sei bereit, willens und in der Lage, ihre Mission bei Bedarf schnell und mit Gewalt zu erfüllen, fügte er hinzu. Mit Blick auf die US-Angriffe auf iranische Atomanlagen im vergangenen Juni, die während des 12 Tage dauernden Krieges zwischen Iran und Israel erfolgt waren, warnte Trump, der nächste Angriff wird viel schlimmer sein. Lasst das nicht noch einmal geschehen. Irans Parlamentspräsident Mohammad Bagher Ghalibaf erklärte in einem Interview mit CNN, Teheran sei zu Verhandlungen mit den USA bereit, allerdings nur, wenn die Gespräche ernsthaft seien. Er fügte jedoch hinzu, dies sei nicht die Art von Gesprächen, die der Präsident der Vereinigten Staaten sucht, er will lediglich seinen Willen aufzwingen. Vielleicht kann Herr Trump einen Krieg beginnen, aber er hat keine Kontrolle darüber, wie er endet, sagte Ghalibaf. US-Außenminister Marco Rubio erklärte am Mittwoch vor dem Senatsausschuss für Auswärtige Beziehungen, das iranische Regime sei wahrscheinlich so schwach wie nie zuvor. Sie haben keine Möglichkeit, die Kernforderungen der Demonstrierenden zu erfüllen, nämlich, dass ihre Wirtschaft zusammenbricht, sagte Rubio. Zugleich erklärte er, was wir derzeit sehen, ist die Fähigkeit, militärische Mittel in der Region zu positionieren, um unsere Mitarbeiter vor einer möglichen iranischen Bedrohung zu schützen. Als Reaktion auf Trumps jüngste Warnung erklärte Araghchi, Iran habe stets ein für beide Seiten vorteilhaftes, faires und ausgewogenes Nuklearabkommen auf Augenhöhe begrüßt, frei von Zwang, Drohungen und Einschüchterung, das Irans Recht auf friedliche Nukleartechnologie wahrt und keine Atomwaffen garantiert. Solche Waffen haben keinen Platz in unseren Sicherheitsüberlegungen und wir haben nie versucht, sie zu erwerben, fügte er hinzu. Irans stellvertretender Außenminister Qasem Gharibabadi erklärte,
Trotz eines Austauschs von Nachrichten fänden derzeit keine Verhandlungen mit den USA statt. BBC Verify konnte mit Hilfe von Open-Source-Tools einen Teil der jüngsten US-Militärverlegungen in die Region nachverfolgen. Satellitenbilder zeigen, dass mindestens 15 Kampfjets den Luftwaffenstützpunkt Muwafaq in Jordanien erreicht haben. Zudem wurde ein Anstieg der Zahl von Flugzeugen festgestellt, die Stützpunkte in Jordanien, Katar und auf Diego Garcia im Indischen Ozean anfliegen. BBC Verify identifizierte Dutzende Fracht- und Tankflugzeuge, die im Nahen Osten eingetroffen sind, während auf der Tracking-Seite Flight Radar 24 Drohnen und P-8 Poseidon-Aufklärungsflugzeuge nahe des iranischen Luftraums gesichtet wurden. Eine von Trump als Armada bezeichnete Flotte unter Führung des Flugzeugträgers USS Abraham Lincoln sei ebenfalls im Nahen Osten eingetroffen, bestätigte ein US-Verteidigungsbeamter gegenüber BBC Verify. Die Risikoanalystin Megan Sutcliffe von der Beratungsfirma Sibylline erklärte, in den vergangenen 2 Wochen haben die USA ihre See- und Luftstreitkräfte in der Region massiv aufgestockt und ihre regionale Präsenz deutlich verstärkt. Satellitenbilder zeigen zudem, dass sich seit Monaten mindestens 2 US-Lenkwaffenzerstörer und 3 Kriegsschiffe in Bahrain befinden. Im Rahmen des 2015 mit den Weltmächten geschlossenen Atomabkommens war es Iran untersagt, Uran über einen Reinheitsgrad von 3,67%, notwendig für Brennstoff in kommerziellen Kernkraftwerken, anzureichern. Zudem durfte in der Anlage Fordo 15 Jahre lang keine Urananreicherung stattfinden. Trump zog sich jedoch 2018 während seiner ersten Amtszeit aus dem Abkommen zurück, da es seiner Ansicht nach den Weg zu einer Atombombe nicht ausreichend blockierte, und setzte die US-Sanktionen wieder in Kraft, die die iranische Wirtschaft schwer trafen. Teheran reagierte darauf, indem es zunehmend gegen die Auflagen des Abkommens verstieß, insbesondere gegen jene zur Produktion angereicherten Urans. US-Regierungsvertreter erklärten gegenüber US-Medien, Iran müsse im Rahmen eines neuen Atomabkommens die Urananreicherung einstellen, sein Raketenprogramm begrenzen und die Unterstützung für Stellvertretergruppen im Nahen Osten beenden. Der letzte militärische Angriff der USA auf iranische Atomanlagen erfolgte im Juni vergangenen Jahres, als die Anreicherungsanlagen in Fordo, Natanz und Isfahan angegriffen wurden. Die unter dem Codenamen Midnight Hammer durchgeführte Operation habe die Aussicht Teherans auf den Bau einer Atomwaffe erheblich zurückgeworfen, erklärten US-Vertreter. Der stellvertretende politische Direktor des iranischen Staatsfernsehens, Hassan Abedini, erklärte jedoch, das Land habe keinen schweren Schlag erlitten, da die Materialien bereits zuvor aus den Anlagen entfernt worden seien. Als Vergeltung griff Iran einen US-Militärstützpunkt in Katar mit Raketen an. Trump bezeichnete diesen Angriff als sehr schwach und erwartet. Und deine täglichen Weltnachrichten.